Hallo zusammen, ich habe heute einen freien Tag und möchte ins Stadtzentrum gehen. Ich warte gerade an der Bushaltestelle. Ich habe den Bus verpasst, aber der nächste sollte bald kommen. Hier sieht man den Fahrplan und man kann nachschauen, wann der nächste Bus kommt. Das ist ein eher altmodischer Fahrplan. Das Verb verpassen sollte man übrigens nicht mit vermissen verwechseln. Wir sagen, ich habe den Bus verpasst, aber wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen. Ich habe dich vermisst. Ich kann mein Ticket direkt im Bus kaufen. Um den Bus zu nehmen, muss ich einfach meine Bankkarte an den Automaten im Bus halten und meine Bankkarte wird dann direkt belastet, also das Geld wird dann von meinem Bankkonto abgezogen. Es gibt auch modernere Bushaltestellen, die nicht nur diesen physischen Fahrplan haben, sondern auch eine elektronische Anzeigetafel. Hier kann man in Echtzeit sehen, wann der nächste Bus kommt. Ich sitze gerade im Bus und mache mich auf den Weg ins Stadtzentrum. Ich schaue aus dem Fenster und genieße die schöne Aussicht. Es ist Zeit aufzustehen. Ich halte mich am Handlauf fest, gehe langsam und vorsichtig die Treppe runter und steige aus dem Bus. Ich bin jetzt in der Stadt und als erstes gehe ich in ein Buchgeschäft. Im Schaufenster sieht man das Buch des Monats. Diese Buchhandlung ist sehr groß und bietet eine riesige Auswahl. Es gibt so viele Bücher. Ich liebe den Geruch von Büchern. Sie haben einen interessanten und nostalgischen Geruch. Ich weiß nicht genau, was ich suche, aber ich weiß, dass ich gern ein neues Buch hätte und deswegen stöbere ich jetzt ein bisschen. Stöbern bedeutet, dass man etwas durchsucht oder sich umschaut, ohne ein genaues Ziel. Man schaut einfach nur und vielleicht findet man etwas Spannendes. Oft stöbert man, wenn man neugierig ist. Dieses Buchgeschäft hat mehrere Stockwerke. Ich gehe jetzt eine Etage nach unten. Es gibt viele interessante Bücher, aber ich habe nichts gefunden, was mich heute angesprochen hat. Das bedeutet, kein Buch hat mein Interesse geweckt, ich habe nichts Passendes gefunden. Schaut mal, wie tief es nach unten geht, das ist nichts für Menschen mit Höhenangst. Anscheinend bringt es Glück, wenn man auf dieses Herz spuckt. Manchmal sieht man hier Touristen, die auf den Boden spucken. Es ist sehr voll im Stadtzentrum. Heute sind wirklich viele Menschen unterwegs. Das ist oft so, wenn das Wetter schön ist. Viele möchten dann die Sonne genießen und draußen Zeit verbringen. Schaut mal, wie cool, die Post verkauft viele interessante Briefmarken. Heutzutage versenden die Menschen leider immer weniger Briefe. Ich mag dieses Monster. Die Blumen hängen an der Decke. Alle diese Blumen sehen sehr schön aus, aber sie sind nicht echt. Dieses Geschäft verkauft viele Kerzen in verschiedenen Größen und Farben. Ich mag Kerzen, aber ich bevorzuge Kerzen, die gut riechen. Diese Kerzen sehen schön aus, aber sie sind geruchlos.
also sie riechen nach nichts. Hier gibt es Bürozubehör, das sind Dinge, die man für das Büro braucht. Alle diese Teesorten riechen wirklich sehr gut. Man kann hier den Tee selbst in eine Tüte füllen und später an der Kasse bezahlen. Hier steht „Riech mich". Ich war in einem sehr schönen ästhetischen Geschäft, das viele Dekoartikel verkauft. Sie verkaufen aber auch viel Schnickschnack. Schnickschnack sind Dinge, die man nicht unbedingt braucht. Das können manchmal auch wertlose oder überflüssige Dinge sein. Es ist ein sehr schöner Tag, die Sonne scheint und viele Menschen verbringen ihre Freizeit im Park. Ich war gerade im Supermarkt und ich habe ein paar Dinge gekauft. Hört ihr die Musik im Hintergrund? Das ist Dudelsackmusik. Ich wohne schon seit einigen Jahren in Schottland, aber es bereitet mir jedes Mal große Freude, diese Musik zu hören. Es macht mich sehr glücklich. Ich bin stehen geblieben, habe der Musik zugehört und dem Straßenmusiker natürlich auch eine Münze gegeben. Ich bin wieder zu Hause. Ich habe vor einigen Tagen ein neues Charcuteriebrett gekauft und das möchte ich jetzt testen. Ich entferne zuerst die Verpackung, die Plastikverpackung. Und ich wasche das Brett. Mein Brett ist gewaschen und getrocknet. Ich habe 2 Schrauben bekommen und ich schraube dieses Teil auf das Brett. Der Schraubenzieher. Ich lege die Messer hier rein. Ich zeige euch jetzt, was sich in meiner Tasche befindet, was ich im Supermarkt gekauft habe. Es gibt einmal diese Tortilla-Chips, die ein bisschen scharf sind. Dann habe ich Brotstangen mit einem Knoblauchdip. Sie waren reduziert, also sie haben weniger gekostet. Dann habe ich einen Lachsdip, der auch reduziert war. Produkte im Supermarkt bekommen einen gelben Aufkleber, wenn sie reduziert werden. Hier sieht man den Preis. Die Produkte werden reduziert, wenn sie sich dem Haltbarkeitsdatum nähern. Sie sind also günstiger, weil sie nicht mehr lange haltbar sind. Hier gibt es Salami, Schinken und eine Tapasmischung mit noch mehr Schinken, Chorizo und Käse. Zuletzt habe ich noch diesen weichen Käse gekauft. Das ist ein Käse, den man auf das Brot streichen kann, ein Streichkäse. Bevor ich den Bus nach Hause genommen habe, habe ich außerdem an einem kleinen Stand ein paar Tamales gekauft. Sie waren wirklich super nett an diesem Stand und ich habe sogar ein kostenloses Getränk bekommen. Und mit allen diesen Dingen zaubere ich jetzt ein Charcuteriebrett. Ich habe meine Hände gewaschen und jetzt richte ich das Charcuteriebrett schön an. Ich öffne die Verpackung. Ich nehme ein Glas und versuche mit den Salamischeiben eine Rose zu formen. Das hat nicht geklappt, das heißt, es hat nicht gut funktioniert. Ich lege die Scheiben jetzt einfach der Reihe nach auf das Brett. Ich rolle den Schinken. Ich lege die Dips auf das Brett. Ich hatte in meinem Kühlschrank außerdem noch ein paar Oliven und ich lege diese Oliven jetzt in die Schälchen. Schälchen sind kleine Schalen. Ich schließe die Verpackung mit einer Klammer. Ich gebe einige Chips auf den Teller. Ich habe die Brotstangen ein paar Minuten in der Heißluftfritteuse aufgewärmt
und lege sie jetzt ebenfalls auf den Teller. Alles ist bereit. Ich habe die Tamales auch einige Minuten in der Mikrowelle aufgewärmt und jetzt genieße ich alles. Es sind einige Stunden vergangen und ich möchte jetzt das Abendessen bestellen. Ich habe Lust auf Fish and Chips. Auf Deutsch sind das Chips und das sind Pommes oder Pommes frites. Hier steht, dass man sich bei Ihrem Online-Treueprogramm anmelden kann, um bei jeder Mahlzeit Punkte zu sammeln. Das sind die beliebtesten Gerichte und hier sind die Tagesspezialitäten. Mein Partner möchte den Lachs. Ich klicke darauf. Bei den Gewürzen kreuze ich Essig und Salz an. Ich füge das meiner Bestellung hinzu. Jetzt wähle ich den veganen Bereich. Ich bestelle hier normalerweise immer das Gleiche. Ich klicke auf den Thunfisch, das ist Tofu mit Nori-Algen, der mit Knoblauch, Chili und Zitrone mariniert ist. Ich möchte eine kostenlose Tartarsauce bekommen mit Pommes. Bei den Gewürzen nehme ich wieder Salz und Essig. Ich lege alles in den Warenkorb. Kommen wir zu den Beilagen. Ich wähle eine große Essiggurke und ein eingelegtes Ei. Das ist ein sehr saures Ei. Zuletzt wähle ich noch eine Currysoße. Ich klicke auf meinen Warenkorb. Ich prüfe die Bestellung und schaue, ob alles stimmt. Hier kann man die Zeit wählen. Ich werde das Essen später abholen. Das ist die Abholzeit. Weiter zur Zahlung. Ich trage meine Zahlungsdaten ein und klicke auf Bestellung aufgeben. Aufgeben kann verschiedene Bedeutungen haben. Zum Beispiel, ich habe versucht, eine Rose zu formen, aber es hat nicht funktioniert. Ich habe aufgegeben. Das bedeutet, ich habe aufgehört, weil ich keine Hoffnung oder Kraft mehr hatte. Ich gebe die Bestellung auf. Das bedeutet, ich habe die Produkte ausgewählt und den Kauf abgeschlossen. Oder ich habe das Paket bei der Post aufgegeben. Das bedeutet, ich habe es zum Versand gebracht. Schaut mal, wie schön diese blauen Blumen sind. Ich mache mich jetzt auf den Weg, um das bestellte Essen abzuholen. Wir sind da. Es gibt schon einige Leute, die draußen auf ihre Bestellung warten. Hier ist das Essen. Es sieht wieder einmal richtig lecker aus und ich freue mich darauf. Ich danke euch herzlich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.